Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial und heute machen wir so eine kleine Verpackung. Die hier habe ich schon mal fertig gemacht, die habe ich noch mal offen gelassen. Die wird mit einem Magnet verschlossen und da passt hier so eine kleine Tafel Schokolade rein. Es gibt ja diese Schokoladen mit nur 4 Riegeln drin und so eine kleine Verpackung, die machen wir heute mal. Die sind schnell gemacht und ja, bisschen Verzierung, Schleifchen drum, macht was her. Wir brauchen dafür ein Papier und zwar bekommt man aus einem 12×12 Bogen 2 diese Verpackungen. Also, der wird in der Mitte geteilt bei 15,2 und die Länge ist 21,9. Dann wird auf beiden Seiten, also auf die kurze Seite reingelegt, auf beiden Seiten bei 2 und bei 3,3. Dann drehen wir das Ganze um 90 Grad, 180 Grad und falzen nochmal bei 2 und 3,3. Dann nehmen wir uns die lange Seite und falzen auf einer Seite bei 6 und dann schieben wir weiter zur 7,3. Dann drehen wir das Ganze um und falzen bei 5 und 6,3. Dieses längere Teil, das wird dann hier die Lasche, die habe ich extra ein bisschen länger gemacht. Ich habe hier noch einen kleinen Sticker hingeklebt und da kann man noch einen kleinen Stempel hinsetzen oder so, was man gerne möchte. Und die Verschlussklappe, die ist etwas länger. So, das war es auch schon mit der Falzerei. Jetzt falten wir alle Falzlinien einmal durch. Wenn man jetzt nicht so eine Schokolade verschenken möchte, dann kann man die Maße natürlich auch anpassen. Weiß ich nicht, zum Beispiel für diese kleinen Cocktailservietten, die sind ja irgendwie 12,5 mal 12,5. Das kann man eigentlich vielfach nutzen. Oder es gibt auch von Lindt diese kleinen Pralinenschachteln. Die sind jetzt auch etwas größer als das Maß hier, aber das kann man ja eigentlich alles ziemlich gut anpassen. So, jetzt wird geschnitten. Also wir schneiden auf beiden Seiten bis zu dieser Kreuzung. Das hier wird unsere Klebelasche. Die kann man dann auch ein bisschen anschrägen. So. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. So. Auf der Seite auch wieder bis zu dieser Kreuzung, wo das mittlere große Stück steht. Diese Teile hier, die schneide ich gerade. Weil man die nachher sieht. Das sind diese hier.
Und da möchte ich schon, dass die einen geraden Abschluss haben. Auf der anderen Seite kann man die ein bisschen anschrägen, muss man aber nicht. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Das war es jetzt auch schon mit der Schneiderei. Hier, das mache ich noch ein bisschen gerade. Das ist mir ein bisschen schief geworden. So, die längere Seite, das ist diese hier. Die runde ich ein bisschen ab, die Ecken. Weil das wird ja der Deckel und ich finde, das sieht einfach immer ein bisschen schöner aus. Jetzt wird die wie folgt zusammengebaut, nämlich so. Und dann kommt der Deckel darüber. Und das war es dann auch schon. Dafür nehme ich mir allerdings dann immer ganz gerne bei solchen flachen Geschichten, setze ich mir dann immer ganz gerne die Schokolade oder was auch immer ich da verpacken möchte, setze ich mir dann auch schon mal rein. Dann kann man es noch ein bisschen anpassen. So, jetzt wird es noch zusammengeklebt. Ich mache jetzt hier auf diese Innenseite den Kleber hin. So. Setze hier meine Schokolade rein. Setze das jetzt hier so zusammen. Aufpassen, dass die Hände nicht klebrig sind. Und dann setze ich mir das hier so hoch. Drücke das hier so ein bisschen an. Stelle das nochmal auf. Und damit ist die Verpackung fertig. Dann mache ich da meistens noch einen Magneten hin. Das ist dann immer ganz nett. Und den setze ich mir jetzt hier in die Mitte, schön oben an den Rand. So. Und das ist dann natürlich auch besser, wenn da was drin ist, dann kann man das ein bisschen andrücken. So. Und das war's. Und dann kann man das, wenn man das möchte, noch ein bisschen dekorieren mit einer Schleife. Ja, also ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben schenkt und wenn ihr natürlich mir ein Abo dalasst. Ich wünsche euch schöne Pfingsten und bis bald. Tschüss.